Servus Leute, herzlich willkommen bei dem neuesten Kochvideo oder bei dem neuen Kochvideo. Heute machen wir nicht Tiger Donuts, wie ich ursprünglich schon in der Insta-Story gepostet hatte. Nein, heute machen wir so eine Art Muffins. Ihr könnt aber auch daraus Donuts machen, das ist euch überlassen, je nachdem welche Form ihr benutzt. Aber ich mache daraus Muffins und ich kann euch mal sagen, das wird wieder eine wilde Geschichte, Teil 3. Das wird sensationell wieder. Das wird hammerkrass schmecken. Und wenn ihr zum Beispiel irgendwo hingeht, zu Besuch seid oder zu Weihnachten und ihr niemanden sagt, dass es eine Low-Carb-Süßigkeit ist, beziehungsweise Muffin ist, wird es keiner merken. 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 Deswegen checkt mir mal die Zutaten ab. So Freunde, das sind unsere ganzen Zutaten und ich habe hier die dreifache Menge. Aber ich werde euch immer die einfache Menge sagen. Das ist dann euch überlassen. Ich erwarte Besuch, deswegen mache ich die dreifache Menge. Für die einfache Menge benötigen wir 2 Eier, 65 Gramm Butter, 50 Gramm zuckerfreie Edelbitterschokolade, am besten Schokodrops, 75 Gramm Erythrit, 115 Gramm blanchierte gemahlene Mandeln, 15 Gramm Bambusmehl, 1/3 Teelöffel Backpulver. Ich habe jetzt wie gesagt die dreifache Menge und ich würde sagen, wir starten mal auf jeden Fall jetzt mit der Zubereitung. Als allererstes machen wir unsere Butter rein. Wie gesagt, bei der einfachen Menge ist das nicht so viel. Ich habe die dreifache Menge und gebe das mal jetzt hier in meinen Topf rein. So, das soll jetzt mal leicht, aber auch schnell schmelzen. Und in der Zwischenzeit mache ich hier meine Schokolade klein. Ich zerhacke sie. Ich habe hier die Schokodrops und das ist noch Edelbitter oder Zartbitter Schokoladenkonfitüre. Denn wir hatten keine Schokodrops mehr, deswegen das. Die gehen auch noch klar, ja. Also hätte ich jetzt nur Schokokonfitüre, hätte ich das jetzt nicht gemacht. Also das passt schon so. Also alles klein zerhacken. Denn während wir das klein zerhacken, muss das Ganze ja dann in den Teig. Das kann jetzt eine Weile dauern. Wie ihr seht, habe ich das Ganze jetzt zerhackt. Und das ist, ja, da kommt eine Sauerei, eine Sauerei auf jeden Fall. Aber es ist halt so, denn das ist kein Labor hier, das ist eine Küche. Okay. Und in der Küche passieren solche Dinge hier. So. Ich mache mal kurz sauber und dann machen wir das weiter hier. So, als allererstes zieht der Doktor seine Handschuhe an. Die Handschuhe. Und dann kommen wir zur Operation, meine lieben Freunde. Operation Muffin begins now. Here on ABC's MTV oder so. Keine Ahnung. So. Ich hasse diese Sachen anzuziehen. So, hier haben wir unsere riesen Schüssel für die dreifache Menge und geben jetzt alles hinzu, außer die Schokolade. Erstmal hier die gemahlenen Mandeln. Unser Zucker, unser Bambusmehl und dann hier noch unsere Butter. Und jetzt die Eier. Wir brauchen Eier. Eier! Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was wir schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Sie wissen, was das heißt. Alter Schwede. Fade of Doom, ja. Was hier mit Anfänger wie ich in der Küche steht. Vielleicht denken manche, das ist alles so geskriptet, aber
Das ist einfach mal ein tollpatschiger. Ich wollte einen auf links machen, so wie Luigi Witz. Pizza ist. Einfach so irgendwie. Oh Gott. Das geht gar nicht. So, jetzt rühren wir das Ganze hier zu einer homogenen Masse schon wieder. Glaubt mir Leute, sind auf jeden Fall mega krass. Lecker, lecker. Der Kaffee trinken, tut mir leid. Lecker, lecker. Vertraut mir. Ich habe das schon probiert, das war richtig allererste Sahne. Feierabend, GG. So muss es ungefähr aussehen. Und jetzt geben wir die Schokolade hinzu und verrühren das Ganze dann sachte. Wir geben erstmal immer häppchenweise rein, so ein bisschen vermengen und dann die nächste Ladung. Das ist dann einfacher und dann stellt ihr sicher, dass alles komplett unterrührt ist. Wer es weniger süß mag oder mehr süß mag, kann auch dementsprechend seinen Zuckergehalt erhöhen. Aber die Schokodrops von Simply Keto sind schon mit Erythrit gesüßt. Und da braucht ihr eigentlich jetzt nicht extra noch viel mehr Zucker reinmachen. Aber natürlich, wer es ultra süß mag, der ist da freien Willens hier, meine Damen und Herren. Das ist übertrieben einfach. Es ging so schnell alles, ihr habt es gerade gesehen. Schaut mal, das sieht so brutal aus. Das sieht richtig wild aus, finde ich. Und es wird auch genauso wild schmecken. Das ist zu krass Teil 2 oder zu wild Teil 3 ist das. So, ich forme das mal jetzt Ganze mit so einem Schaber so zusammen. Und danach könntet ihr entweder, wenn ihr eine Donutform habt, es in eine Donutform reintun oder in eine Muffinform. Wir haben jetzt hier unsere Muffinform und dann sehen wir uns jetzt in 2 Minuten, während ich das mache. Also bis gleich. So, wir haben jetzt unsere Masse fertig. Ich habe das jetzt geschabt und werden das Ganze jetzt formen und hier in unsere Förmchen alle geben. Wir sehen mal, ob jetzt dabei wirklich 20 rauskommen, je nachdem wie groß das Ganze jetzt sein wird. Ihr könnt danach immer noch eine kleine Grube machen bei der Form. Und wenn ihr mögt, könnt ihr zum Beispiel Schokolade erhitzen, nochmal zusätzlich, zum Beispiel die Schokodrops und dann die oben als Garnitur oder so halt drauf, als Schokoladen, wie nennt man das, keine Ahnung, irgendwie halt so, wie nennt man es? Ja genau, wie Toffifee, aber ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Geht doch nicht. Aber ich werde wahrscheinlich ein bisschen irgendwas mit Mousse haben wir noch da. Erdnussmus, glaube ich. Genau, ich mag so ein bisschen diesen Styler Haselnussmus. So mache ich drauf, vielleicht. Ich habe jetzt eins mal gemacht als Übung. Und das kann man nicht so jetzt ganz formen. Ihr nehmt jetzt so ein Teil einfach. Das ist sehr klebrig. Und tut es einfach hier so rein. Und dann könnt ihr das mit der Hand formen. Oh, wir haben jemanden verloren. So. Einfach formen, flach machen so, und dann geht das schon im Backofen auf und jetzt sieht es auch schon ganz gut aus eigentlich. Ihr könnt es höher machen, weniger hoch, wie ihr wollt. So, ich mache das mal jetzt alles, weil sonst wird es hier noch ein halbe Stunde Video. Also bis gleich. So, wir sind jetzt fertig. Ich habe das Ganze jetzt so zurecht gemacht. Manche sind ein bisschen größer, manche sind ein bisschen kleiner, aber in der Regel sind alle fast gleich groß. Bei eurer Mengenangabe würden ungefähr 6 Stück rauskommen. Und ich packe das nochmal in die Videobeschreibung, eure Mengenangaben. Und das kommt jetzt bei 170 Grad mit Unter- und Oberhitze für ungefähr 10 Minuten. Aber checkt nochmal nach 8 Minuten ungefähr ab und dann entscheidet, ob ihr noch ein bisschen länger braucht oder nicht. Und ich sage euch Bescheid dann, wie lange ich dafür gebraucht habe. Dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn wir das ganze Ding beim Ofen rausholen und danach zusammen gemeinsam essen. Also, bleibt dran.
Leute, 15 Minuten war es drin. 15 Minuten. Und schaut mal. Das braucht noch. Also, das dauert noch länger. So wie es aussieht. Deshalb warten wir jetzt noch 5 Minuten und ich melde mich auf jeden Fall gleich bei euch nochmal. Ich habe die jetzt aus dem Ofen rausgeholt. Das hat ungefähr 22 Minuten sogar gedauert. Schaut euch das mal an, was passiert ist. Die Muffins sehen eigentlich sehr schön aus, bis auf hier so ein paar, die sehen ein bisschen zerquetscht aus, aber das ist nicht so schlimm. Das muss jetzt abkühlen, ungefähr eine Stunde. Aber ich mache das dann morgen. Dann probieren wir zusammen gemeinsam eins morgen. Dann machen wir vielleicht als Topping ein bisschen Haselnussmus drauf. Und dann auch der Geschmackstest, aber ich weiß eh schon, wie es schmeckt. Schmeckt einfach zu krass. Aber trotzdem nochmal jetzt für euch nochmal so einen Geschmackstest machen. Zwischen 0 und 10 meine Bewertung. Dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen in aller Frische. Wir sind zurück, nächster Tag. Und hier sind die Muffins. Ich habe ein paar zur Seite gestellt, ein schönes Bild gemacht. Und jetzt werden wir es gemeinsam probieren. Ich nehme mir einfach mal den hier. Ich weiß schon, wie es schmeckt. Aber nochmal hier für die Kamera. So sieht das Ganze hier aus. Ich mache mal das hier ein bisschen so raus. Wenn ihr damit... Ich probiere es mal. Dann sage ich was dazu. Soll ich nochmal von hier zeigen, von hinten. Seitlich. Schmeckt zu krass. Ich schwöre. Also ich weiß, du wusstest es eh schon. Wenn ihr, ich schwöre aber schon, wenn ihr damit, keine Ahnung, irgendwo eingeladen seid und was mitnehmen wollt oder mitnehmen sollt und das macht und das bei einem offenen Buffet einfach mal so hinstellt, wird keiner merken, dass es ein Low Carb Muffin ist. Ich schwöre, wird keiner merken. Unter den Low Carb Muffins und auch sogar unter den normalen Muffins würde ich dem Ganzen hier eine 8,5 von 10 geben. 8,5. 9 ist so, muss schon ultra mega krass sein, aber für mich ist es auch so. 8,5 ist fair, 8 bis 8,5. Macht auf jeden Fall nach, schmeckt echt brutal geil. Und sagt mir und schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das gefunden habt und ob ihr auch meiner Meinung zustimmt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Videos.